Ultralight, Ultralight, Ultralight. Ultralight in den Aufgaben macht die Aufgaben doch schon ein wenig schwierig. Wie schafft man die Ultralight-Aufgaben, wenn man gar kein Ultralight hat? Naja, gar nicht. Wenn du jetzt gehofft hast, es gibt einen Trick, ja nee. Wenn man Ultralight braucht, dann braucht man Ultralight. Aber was genau braucht man denn für die Aufgaben? Also, was ist wirklich notwendig? Wir gucken uns diese Ultralight-Aufgaben mal an. Und gibt es nicht auch Möglichkeiten, sie eben nicht Ultralight zu machen, was auch ultra teuer ist, das Ultralight? Zunächst schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben eben diese Ultralight-Aufgaben im Premium-Bereich. Im Non-Premium-Bereich keine Ultralight-Aufgaben. Also da kommt man einfach so durch, ganz auf entspannt. Im Premium-Bereich haben wir dann Aufgaben, wo dann eben drinne steht, Aufgabe 5 geht's, glaube ich, los. Fange 8 verschiedene Fischarten am Wolchow mit einer, machen wir es mal groß, mit einer leichten oder ultraleichten Spinning- oder Casting-Route. Da haben wir schon mal wieder eine Vereinfachung. Es ist halt jetzt nicht ganz so schwierig, also mit einer leichten Route, das hat man doch schon mal. Eine leichte Route ist sogar das simple Starter-Set, was man einfach von vornherein sogar hat bei den Spinning-Routen, Angelrouten. Und dann gucken wir einfach hier bei den Spinning-Routen und da ist es das Teil. Also selbst das hier ist ja eine leichte Route. Und jetzt denkst du natürlich, ja 3,9 Kilo, ja wie soll ich denn da? Easy, man fängt ja nur kleine Fische. Man muss ja nicht Trophies fangen oder 20 Kilo Fische fangen. Und nee, es reicht ja, wenn man damit kleine Fische fängt. Und Light ist doch dann relativ easy auch zu erledigen. Also das ist durchaus möglich, dass man das eben hier mit der klassischen Corona 60 S60, hier ist das Teil, dass man das dann damit macht. Also einfach einstellen hier, Kunstködermontage, dann nimmt man eine 2000er Rolle. Vielleicht hast du noch vom letzten Mal die 2000er Pellengas, ansonsten nimmst du einfach die 2000er Spark. Kostet 9 Silber, ganz, ganz simpel. Habe ich sogar schon ein bisschen hier verschlissen und dann nimmt man da ein passendes Setup zu. Das ist jetzt Light. Auf Ultralight gehen wir gleich ein. Also wir haben hier eine Tragfähigkeit von 3,9 Kilo. Hier haben wir 2,7. Also wenn wir hier eine geflochtene Schnur nehmen, nehmen wir vielleicht mal die hier mit 5 Kilo, haben wir hier immer noch 230 Meter Schnur drauf. Und das ist satt. Das ist richtig gut. Also damit kommt man wirklich gut klar. Die braucht man allerdings auch, weil man ja eben nur mit 2,7 Kilo bremsen kann. Das heißt, wenn dann dir einen Döbel reinballert mit 1,5 Kilo, musst du den schon drillen. Aber das ist ja der Spaß. Oder eben die Challenge beim Light- und Ultralight-Angeln. Also das wäre hier eine super simple, günstige Möglichkeit. Ich glaube, das teuerste hier ist die Schnur und nicht, oder der Köder vielleicht sogar. Und weder die Rolle, die kostet 9 Silber, noch die Route. Was hat die jetzt gerade gekostet hier? Die ganz einfache Light Spinning Route, die kostet 18 Silber. Also bitte. Klar, wenn du sagst, Mensch, ich hole mir ein bisschen was Besseres, irgendwas, was einen L da stehen hat, kann man doch hier verwenden. Medium Hard, wo ist denn hier unser, Belaya Setup, gibt es doch auch als L. Gucke mal, mit 7 Kilo. Könnte man auch machen, aber da wird es halt immer tricky. Light hat halt immer den Nachteil, dass die Rollen fürs Light, also die 2000er Rollen, meistens nicht so nice sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich gucke gerade mal in meine Liste rein. Also, was jetzt wichtig ist, ich suche jetzt aus der Liste raus, was hat ordentlich Bremskraft, ist nicht so teuer, am besten unter 1000 Silber. Und als nächstes, ja, viel Schnurkapazität.
Und da gucke ich mal als erstes nach der Schnurkapazität. Da haben wir allerdings auch nur 3,4 Kilo Bremse. Pellengas, ja, ist aber auch über 1000, wenn man das neu kauft, das Ding. Ja, also meiste Schnurkapazität, Stationärrolle, wäre tatsächlich die Hydra Smart. Da ist das Teil. Hier ist die 2000er. 5er Übersetzung, 3,4 Kilo, 60 Silber. Also wirklich günstig. Kann man machen. Kann man machen. Da passt ordentlich was an Schnur drauf. 123 Meter von einer 0,22er. Und wir kriegen ja eine 5 Kilo Schnur. Hatte ich ja gerade schon in Verwendung. Eine 5 Kilo Schnur. Wo ist sie? Habe ich das hier noch? Genau. Das ist eine 1,4er. Also, wir kriegen da richtig gut Schnur drauf. Auch da werden wir wahrscheinlich so um die... Warte mal, können wir es direkt vergleichen? Das können wir ganz gut sogar vergleichen. Also, wenn wir die hier mit der vergleichen, das heißt, wir werden so ungefähr 250 Meter Schnur da drauf haben bei dieser Hydra. Also, durchaus eine Option. Man gönnt sich eine Leitroute für diese Aufgaben und dann sowas wie eine Hydra. Das Ganze kostet, ja, war jetzt nicht wirklich viel. 60, 70 Silber, vernünftige Schnur drauf und gib ihm. Viel Schnur, also lieber von der Schnurkapazität oder von der Schnur, also mehr Schnurkapazität, dafür bei der Hauptschnur ein bisschen weniger Tragfähigkeit, dass man da vielleicht auch nur bei 3-4 Kilo ist, viel Schnur dann da drauf hat und dass man dann so einen Fisch halt über die Zeit müde drillt. Das ist the way to go. Also nicht versuchen hier mit maximaler Bremskraft und so, die hat man nicht beim Light- und Ultraleitangeln, sondern man macht es einfach so, dass man den Fisch über die Zeit schön müde drillt und dann irgendwann reinholt. Das ist halt einfach der simpelste Weg und dann kann man eben auch diese Aufgaben im Light-Bereich ganz gut abschließen. Jetzt haben wir allerdings im Ultralight oder in diesen Premium-Aufgaben nicht nur Light-Aufgaben. Übrigens gibt es hier nochmal an der Sura, gibt es das Ganze nochmal, fange 6 verschiedene Fischarten an der Sura mit Jig-Montage und einem leichten und ultraleichten Spinning. Also auch da leichtes Setup, durchaus eine Möglichkeit. Auch das wird schwierig, aber man kann natürlich auch bei diesen ganzen Aufgaben mit den kleinsten Ködern reingehen. Die kleinsten Köder, die kleinsten Haken, die es gibt, verwenden und dann eben versuchen, die kleinsten Fische zu fangen. Es sind 6 verschiedene Fischarten, da steht nicht, fange 6 verschiedene Fischarten mit 10 Kilo. Das wäre kritisch, aber einfach irgendwas in winzig klein zu fangen, sollte gehen, funktioniert bei allen Aufgaben, wo eben das Gewicht nicht vorgeschrieben ist. Einfach mit den kleinsten Ködern und den kleinsten Haken reingehen, funktioniert super. Also hier jetzt, das ist wirklich ein bisschen tricky. Bei der Aufgabe am Volthof müssen wir gerade noch mal eben gucken. Fluss mit leichten, ultraleichten Spinning oder Casting, genau. Hier haben wir dann Jig, das heißt auch hier müssen wir natürlich mit Jig reingehen. Und dann gibt es noch Aufgabe 9 und da steht dann drin explizit: Fange mit einer ultraleichten Rute 8 verschiedene Fische am Koori. Und auch da können wir natürlich, oder auch da müssen wir jetzt Ultralight nehmen, können nicht auf Light ausweichen, sondern da bleibt uns nichts anderes übrig. Aber wir können das natürlich oder müssen das ja nicht nur mit Spinning machen. Es gibt ja auch ultraleichte Stippen. Das ist die ultraleichte Stippe. Ich gucke gerade mal im Shop, wie die preislich ist. Telescopic, finden wir die hier. Telescopic, da ist sie. Ultra Telescopic, jawohl. Also, Ultralight sind die alle in verschiedenen Längen. Wir nehmen natürlich die längste, damit wir weit genug rauskommen. Also, das wäre eine Möglichkeit. Dann haben wir damit schon mal eine ultraleite Route. Allerdings damit alle Fische zu fangen, könnte ein bisschen tricky werden, aber wäre halt eine Möglichkeit. 380 Silber, ja, kriegt man eigentlich relativ schnell wieder zusammen, die Kohlen. Kann man machen, kann man auch viel verwenden, das Teil. Also ja, durchaus eine Option. Auch hier natürlich absolut tricky, super fein und super klein reingehen, denn das Teil trägt halt nur 2,2 Kilo. Und wenn dann ein Kilofisch reingeht,
Da bist du aber schon komplett am Limit. Selbst bei einem 500 Gramm Fisch ist das Teil fast im roten Bereich. Naja, aber hart im orangenen Bereich. Also das Teil wirklich für die ganz kleinen Fische. Die gibt es allerdings am Koori ganz gut. Und zwar kann man da eben auf die ganz kleinen Brocken ganz gut angeln. Also damit könnte man schon sehr viel erledigen. Und jetzt kommen wir dann zu guter Letzt doch noch zum Ultra Light Spinning. Ultra Light Spinning lohnt sich erst, beziehungsweise beim Spinning allgemein. Spinning allgemein im Extrembereich, also einmal hier und einmal hier. Extrem leicht, extrem groß und schwer. In beiden Fällen Casting, Baitcast, also Konventionalrolle, dicke fette Meeresrollen, dicke fette Jerkbait-Rollen für die dicken fetten Brocken oder eben ultralight, sehr fein, sehr viel Schnurkapazität, aber trotzdem eben sehr feines Angeln. Also das sind die besten Wege. Im Zwischenbereich für Allrounder, für Angler, die alles machen wollen, ist das normale Spinning. Du schnappst dir eine HSV, du schnappst dir eine normal große Rute, kannst damit alles machen, hast keine Sorgen mit Wurfgewicht und solchen Sachen. Also das ist relativ leichtes Angeln. Aber in diesen Extremen hat man einfach mehrere Probleme. Und die Probleme bestehen darin, dass im leichten Bereich, und darum geht es ja jetzt gerade ums Ultraleichte, dass wir da bei den Rollen, Light Profile Rollen, ein Wurfgewicht auf der Rolle haben. Das ist der Knackpunkt. Und wenn wir hier sehen, bei der 400 Silberrolle mit nur 3 Kilo Bremskraft haben wir allerdings ein Wurfgewicht von 6 Gramm. Dann sind diese 6 Gramm schon über dem maximalen Wurfgewicht von einigen Ruten. Ist das verständlich? Vielleicht ist es auch gar nicht, ist es zu abstrakt. Also, die Rute oder die Rolle kann einen 4 Gramm Spinner nicht weit genug auswerfen. Du hast diese Rolle, du hast eine geile Ultralight-Route, aber weil das Wurfgewicht bei der Rolle so hoch ist, fliegt dein Spinner 2,50 Meter und du kriegst das Ding nicht weit genug rausgeballert und fängst keine Fische. Ist halt Kacke. Muss man einfach so sagen. Deswegen muss man beim Baitcast im Ultralight-Bereich einfach darauf achten, dass man Rollen hat, die ein ganz krasses Wurfgewicht haben. Und die beste, billigste, in Anführungszeichen, für 1700 ist hier die Thunderbolt. Kann man machen. Also, das wäre eine Option. Ganz gute, also wirklich eine ganz gute Rolle für Baitcast. Dann gucken wir mal hier unter Baitcast und dann nimmt man sich hier eine vernünftige, ich sag mal in dem Bereich vielleicht tatsächlich dann auch noch die Versa oder so, genau. In dem Bereich, hier siehst du es, die hat 5 Gramm maximales Wurfgewicht. Also das könnte man kombinieren. Nächster Punkt, was ist wichtig bei den Ruten? Nicht nur die Tragfähigkeit, oh geil, die hat 8 Kilo Tragfähigkeit, das ist genau das. Wichtig ist natürlich Wurfgewicht, Tragfähigkeit kann man fast außer Acht lassen. Power ist nochmal wichtig. Power, Empfindlichkeit. Also wir wollen hier natürlich auch, wenn wir einen Wobbler rauswerfen, den Wobbler führen können. Wenn wir unter 5 sind, können wir Wobbler nicht führen oder Oberflächenköder nicht führen. Das heißt, diese Routen sind ausschließlich für Blinker oder Spinner gedacht oder Wacky-Rig. Aber keine Wobbler und keine Oberflächenköder. Also Schmutz. Also nochmal, wenn du das ausgeben willst, das kann man machen. Es ist allerdings nicht richtig gut, weil du absolut, also die Qualität ist nicht so gut, man farmt sehr viel Verschleiß. Das ist kein guter Start ins Ultralight. Also das ist eine Möglichkeit. Es kostet nicht so wahnsinnig viel, es ist aber auch nicht gerade günstig. Du siehst hier, man ist bei ungefähr 5000 Silber, um das dann zu machen. Das für eine Aufgabe in den Qualifikationen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die billigste Möglichkeit, da reinzugehen und trotzdem das vernünftig zu machen, sind Spinning-Routen. Und dann kann man da tatsächlich, also komplett übertrieben, könnte man natürlich sich auch sowas holen.
Das Ding kostet 170 Silber. Man hat eine Ultralight Spinning Route, die tatsächlich gar nicht schlecht ist hier. Die Power ist sogar ganz gut. 3 Kilo Tragfähigkeit ist nicht viel, aber naja, wenn man eine vernünftige Rolle hat, klar, kann man machen. Kann man durchaus machen. Also das ist wirklich der billigste Weg. Und jetzt gucke ich gerade nochmal nach der billigsten Rolle mit der meisten Schnurkapazität. Und wir haben ja hier 3 Kilo Tragfähigkeit. Dann gehen wir auch mal auf 3 Kilo Bremskraft. Kriegen wir die hin? Nee, nicht mit viel Schnur. Und 1000 Silber ist mir definitiv zu viel. Ja, die billigste Rolle im Stationärbereich. Man könnte, da ist das Teil, die Easy Spin könnte man sich holen. Das heißt, man hat keine, das ist nicht mega geil. Man ist immer noch im super feinen und kleinen Bereich. Aber schnurkapazitätsmäßig hat man eben hier bei der Easy Spin, naja, es wird auch schon ein bisschen knapp. Wenn man halt eine dünne Schnur nimmt, kriegt man hier vielleicht noch 120, 130 Meter drauf. Weißt du was, ich kaufe das Ding einfach mal. Also, das Teil mit der Route Spinning, da nehme ich jetzt tatsächlich mal das ganz billige Teil hier für 170, die Arrow Ultralight. Und dann brauchen wir jetzt bloß noch eine Schnüre. Da nehmen wir natürlich geflochten, weil die super dünn ist. Eine geflochtene Schnur. 100 Meter, ich will mehr als 100 Meter. Das heißt, diese 100 Meter Spulen kommen alle nicht in Frage. Das heißt, ich brauche hier eine, die mehr Schnurkapazität hat. Wie sieht das hier aus? Hier haben wir 4 Kilo mit 1 Millimeter. 4 Kilo ist doch richtig gut. Hier haben wir 3 Kilo bei 0,8. Ich glaube, es reicht auch 3 Kilo. Also kaufen wir das Teil und das bauen wir jetzt mal eben zusammen. Das billigste Ultralight Setup. Alter, ich werde ja weich, ey. Sowas habe ich ja schon ewig nicht gebaut. Also, sowas mit der Rolle. Wo ist die Schnur? Wo ist meine super dünne? Da ist sie. 3 Kilo. Wir haben hier 360 Meter drauf. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Vielleicht könnte man auch die 400er nehmen. Weißt du was? Wir nehmen die 4 Kilo. Wir nehmen die 4 Kilo. Schnell davor stellen. Z drücken. Die Schnur mal eben wieder verkaufen. Jawohl. Wir nehmen die mit 4 Kilo, damit wir damit mehr die Bremse ausnutzen können. Wo ist das Teil? Hier. Da sind die. Wir nehmen die hier 4 Kilo. Jawohl. Hat er gekauft? Ja, hat er gekauft. Also, Inventory, weiter geht's. Wir bauen das Ding zusammen. Hier jetzt die ganz dünne Braid. Hier unten sind die geflochtenen. Halt, da ist sie. 4 Kilo. 1 Millimeter. Ja, 250 Meter ist eine gute Stärke. Das passt. Dementsprechend nehmen wir jetzt noch einen Fluorocarbon-Vorfach. Fluorocarbon in der Stärke 4, hier 3,2. Siehste, können wir auch auf 4 Kilo vielleicht hochgehen, so in dem Bereich. Und, boah, nee, Moment, wir haben hier nur 3 Kilo Tragfähigkeit. 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Risiko und sagst, okay, ich fahre das Ding am Limit. Oder du gehst auf Nummer sicher und bleibst vielleicht so bei 2,7 Kilo. 3,2, 3,1. Müsste ich mir jetzt extra einen Vorfach zusammentüddeln. In dieser Gewichtsklasse. Da haben wir es doch. 2,7 Fluorocarbon. 2,7 Fluorocarbon. Hier machen wir das auch noch dran. Zack, 40 cm Vorfach. Alter Falter. Mit dem Setup, ne? Mit dem Setup kann man Ultralight schon rocken. Ich sag es dir. Hier ist es. Wo ist das Vorfach gerade gebaut? Da ist es. 40 cm, 2,7. Ohne Flachs. Also wirklich, das Dingen, das kann man machen. Das ist jetzt nicht komplett crazy. Ja, es ist ein bisschen crazy. Aber das Setup kann man so gut verwenden. Das kann man wirklich gut verwenden. 250 Meter Schnur, absolut ausreichend. Wenn du willst, gehst du auch auf die 3 Kilo. Warum nicht? Man kann auch die 3 Kilo Schnur nehmen. Es ist, ja, wäre wahrscheinlich auch machbar. Jetzt haben wir hier mit der 4 Kilo Schnur, kann man das Ganze sogar noch ein bisschen mehr verschleißen, bis die Schnur runter ist vom Verschleiß. Kann man länger verwenden. Aber das gesamte Setup wird eh ziemlich schnell verschlissen sein. Das kostet jetzt nicht alles viel.
und damit kann man die Ultralight-Aufgaben machen. Wurfgewichtsmäßig 1 bis 7 Gramm. Hier gucken wir natürlich, dass wir dann die kleinen Köder nehmen. Wir können hier die ganz leichten 2, können wir damit bestimmt super locker auswerfen und damit die Aufgaben machen. Also das gesamte Setup, was hat es gekostet? Ich glaube, das teuerste war jetzt hier gerade die Easy Spin. Hier ist sie, kostet 600 plus 100 für die Route oder was das waren, 100 noch was. Also sind wir bei 700, bei 800, also unter 1000 auf jeden Fall. Und dann hat man einen Ultralight Setup, was allerdings nichts ist, um damit geil Ultralight zu angeln. Ich würde sowas einfach nur nehmen für diese Aufgabe. Danach kommt das schön ab in eine Kiste, falls nächstes Jahr nochmal so eine Aufgabe kommt. Oder, naja, also ich sag mal, das wird spätestens nach einem Monat komplett verschlissen sein. Klar, Reparaturkosten und alles, das kostet alles nicht viel. Aber richtig fürs Nutzen von Rekordjagen oder ist das natürlich nichts. Aber für eine Challenge und um sowas mal machen zu können, ja, kann man das natürlich machen. Und dann irgendwann mal ein vernünftiges Ultralight-Setup machen. Kaufen, wenn du ein vernünftiges Ultralight-Setup haben willst, wie gerade schon gesagt, dann geht man in die guten Rollen und die kosten halt was. Das Teil zum Beispiel ist eine der besten Preis-Leistungs-Ultralight-Rollen. 1,9 Gramm Wurfgewicht, damit fangen wir an. 9 Kilo Bremse, auch nett. Das ist aber wichtig für nur 11.000 Silber. Also das Ding wollen wir dann haben, wenn wir eben richtig die dicken Dinger rausziehen wollen. Und dazu nimmt man dann eine passende Route und zwar dann natürlich Baitcast. Und da kann man hier sehr gut die Simon Legend nehmen. 10 Kilo Tragfähigkeit, 1 bis 5. Also das Teil hat genug Power. Das Teil kann man ganz gut nehmen. Ist man also bei rund 15.000 Silber fürs erste vernünftige Ultralight Setup. So sieht das aus. Das kann man ganz gut machen. Was ich zwischendurch gezeigt hatte, das wäre auch eine Möglichkeit, allerdings mit vielen Abstrichen hier mit der Thunderbolt 3,6 Kilo. Also auch das ist möglich, wenn du hier um die 5.000 ausgeben willst mit der Versa in Kombination. Kann man auch machen. Ist natürlich, naja, ist es der erste Schritt ins Ultralight-Angeln. Alles andere macht leider nicht so viel Sinn. Wenn du sagst, du willst aber nur Spinning machen, ja, auch das, wie gesagt, durchaus möglich. Aber es ist eben preislich schwierig. Dann gibt es ja auch noch die Rolle am Weihnachtsmarkt, die 1000er, kostet aber auch schon 2000 Silber. Ja, auch nicht so schlecht, ist auch ganz gut von der Bremskraft, aber es kostet 2000 Silber das Ganze. Dafür kriegst du das gerade gezeigte Setup zweimal. Naja, es kostet halt alles ziemlich viel und dafür liefert es halt verdammt wenig. Und dafür, dass man es nicht so wirklich effektiv nutzen kann, wäre das viel Geld rausgeschmissen für wenig Nutzen. Und vor allem für Langzeitnutzen ist das halt alles überhaupt nichts. Wie gerade gesagt, das Legend Setup für ungefähr 15.000, das ist das erste vernünftige UL Setup. Ich hoffe, jetzt raucht dir der Schädel. Das Ganze ist immer so ein bisschen kompliziert, weil man so viele Faktoren beachten muss, die eben nicht nur sagen, 8 Kilo Bremskraft, ich habe hier so und so viel Bremskraft. Nee, es sind eben noch andere Faktoren, die wichtig sind. Muss man halt alles ein bisschen beachten. Ist alles ein bisschen komplizierter als beim normalen Angeln. Und ja, ich hoffe, dass das weitergeholfen hat. Wenn es dir weitergeholfen hat, Daumen da lassen und Kanal abonnieren. Das hilft mir nämlich weiter. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Petri.